Ich bin Steven Kartschet, Graffiti- und Airbrush-Künstler aus Berlin. Mit 15, 16 in der 10. Klasse, da kam ein Junge in meine Klasse und der hatte halt immer auf Papier so sämtliche Namen von Klassenkameraden, aber alles immer so in seinem Stil gemalt. Also war immer wieder zu erkennen und irgendwie hat mich das total fasziniert, diese Graffiti-Schrift und dass es irgendwie immer der gleiche Stil war, aber unterschiedliche Namen und ja, seitdem habe ich komplett angefangen, nur noch zu malen. Ja, also das Malen hatte mich dann wirklich so gepackt und fasziniert, dass ich da eigentlich gar nichts anderes mehr machen wollte. Also ich habe den Schulabschluss aber auch noch relativ vernünftig hinbekommen. Auch eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht. Und aber während der Ausbildung halt dann schon gemerkt, eigentlich, ich wusste nicht, was ich machen will, aber ich wusste, das will ich nicht machen. Und ja, danach musste dann noch Zivildienst gemacht werden und währenddessen kam so die Idee, weil irgendwas muss man machen und dann habe ich schon erste Aufträge gemalt. Und ja, dann waren es so ganz wenige Leute leider nur, die doch gesagt haben, Mensch, eigentlich könnte man das ja auch beruflich machen. Und ja, und ich bin eigentlich immer so ein Kandidat, der gar nicht drüber nachdenkt, ob das jetzt schwierig wird, ob das klappt oder nicht, ob man damit Geld verdient oder nicht, sondern für mich war eigentlich dieser Status, fand ich cool, jetzt Künstler zu sein. Also habe ich das einfach gemacht und nach hat sich das dann erst entwickelt oder dass man da so reinwächst. Was bringt es mit sich an Aufgaben, Verantwortung? Also seit 2008 bin ich als Graffiti- und Airbrush-Künstler tätig. Ja, die ersten Jahre so ein bisschen schleppend nebenbei und ja, seit 2010, 2011 hauptberuflich. Und ja, die Kunden oder meine Arbeiten sind ja sämtliche Fassaden in sämtlichen Größen, Objektgestaltung, Fahrzeuge, Motorradhelme, also Airbrush-Arbeiten und halt besonders viel für Großkunden wie die Berliner Verkehrsbetriebe oder Energieversorger wie die Stadtwerke Potsdam oder E.ON Edis. Da gibt es eigentlich viele, aber ich merke so in den letzten Jahren, wenn man so mal drüber nachdenkt, an wen hat man sich immer so orientiert, dann ist es eigentlich fast immer Nikolai Tesla gewesen. Und zwar aus dem einen Grund, weil der wirklich auch nur aus reiner Leidenschaft sein ganzes Tun aufgebaut hat. Und der dann sogar genau mit Mr. Westinghouse hat er zusammengearbeitet damals. Also der hat ja Nikolai Tesla nach Amerika geholt. Auf jeden Fall hatte der mit dem Mr. Westinghouse eigentlich einen Vertrag gehabt. Der konnte aber den Zahlungen gar nicht nachkommen. Und Nikolai Tesla hätte ihn auch auf Millionen verklagen können, aber er hat ganz nett mit ihm gesprochen, du pass auf, wollen wir hier weiter zusammen forschen, arbeiten, unserer Leidenschaft nachgehen oder willst du mich komplett ruinieren? Und Nikolai Tesla hat auch mit ihm zusammen den Vertrag zerrissen und ja, eigentlich noch ganz viele tolle Sachen weiter erfunden. Und halt dieses Streben so, anderes, wo ich jetzt morgens aufwachen würde. Und ja, was mich so motiviert, in den Tag zu starten. Also, weil ich will ja nur malen, das habe ich immer im Kopf. Und würde ich irgendwas anderes machen, ich würde es nicht wollen. Also ich mal teilweise, sind es manchmal 10 Stunden ohne Pause am Stück und der Tag hat dann immer so 14 Stunden und ich merke das gar nicht, weil es belastet mich überhaupt nicht. Manchmal wache ich nach 4, 5 Stunden wieder auf nachts und will dann schon los, weil ich mich eigentlich freue, wieder an die Wand zu gehen, weil ich weiß, die Sonne scheint. Wirklich das machen, was sie wollen. Also gar nicht auf andere, egal wie viele reden, und dann wirklich immer dem Herzen folgen. Egal, was es jetzt vielleicht an Problemen oder Schwierigkeiten erstmal mit sich bringt, einfach immer weitermachen und beim Endeffekt lohnt sich das dann immer. Je länger man etwas macht, das zahlt sich immer aus. Im Moment mein Gedanke ist einfach, ja, noch Ewigkeiten weiterzumachen, gesund zu bleiben vor allem, ja, immer besser zu werden und bis ins hohe Alter das zu malen.